Na, schon wach? Ich bin Peter und heute Morgen fühle ich mich endlich wie ein Mensch. Adele, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich habe meinen Morgenkaffee getrunken und dabei gedacht, warum machen wir nicht eine ganze Folge über unsere Morgenroutinen? Jeder Morgen ist ja ein kleines Abenteuer für sich. Was denkst du? Willkommen bei Wow Spoken German, liebe Zuhörer. Ich bin Adele. Und ja, Peter, das ist eine wirklich fantastische Idee. Morgenroutinen sind so interessant, weil jeder Mensch seinen Morgen ganz anders beginnt. Und für alle, die Deutsch lernen, heute könnt ihr wirklich viel nützliches Deutsch für den Alltag hören und lernen. Bleibt also dran. Genau. Also, ich fange an. Mein Wecker klingelt jeden Morgen um 6 Uhr, aber ich stehe nicht sofort auf. Ich bleibe noch 5 Minuten liegen und schaue auf mein Handy. Ich weiß, das ist vielleicht keine gute Gewohnheit, aber ohne diese 5 Minuten kann ich einfach nicht aufstehen. Haha, Peter, das machen aber sehr viele Menschen so. Ich stehe meistens um 6:30 auf. Mein erster Schritt ist immer, ich gehe ins Badezimmer, wasche mein Gesicht mit kaltem Wasser und putze die Zähne. Das weckt mich wirklich auf. Kaltes Wasser im Gesicht ist fast besser als Kaffee. Kaltes Wasser? Oh nein, das klingt viel zu kalt für mich. Besonders im Winter, da ist kaltes Wasser morgens wirklich unangenehm. Ich dusche lieber warm, das dauert bei mir ungefähr 10 Minuten. Meine Frau sagt immer, ich bin zu lange unter der Dusche, aber warm duschen ist so schön und entspannend am Morgen. Das verstehe ich gut, Peter. Im Winter möchte ich auch lieber lange warm duschen. Ich dusche auch jeden Morgen, aber ich bin etwas schneller. Vielleicht 7 Minuten. Danach creme ich mein Gesicht ein und ziehe mich an. Liebe Zuhörer, wie lange braucht ihr morgens im Badezimmer? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind sehr neugierig. Super Frage, Adele. Nach dem Duschen ist für mich der wichtigste Moment des Tages, der Kaffee. Ich habe eine Kaffeemaschine in der Küche und mache immer 2 Tassen. Eine für mich und eine für meine Frau. Das ist meine kleine Morgenroutine, die mir sehr viel bedeutet. Es ist so ein schönes Gefühl, für jemanden Kaffee zu machen. Das ist wirklich so süß, Peter. Du machst Kaffee für deine Frau. Das ist jeden Morgen eine kleine Geste der Liebe. Ich selbst trinke keinen Kaffee. Ich trinke morgens immer grünen Tee. Ich mache mir einen großen Becher Tee und trinke ihn ganz langsam am Küchentisch. Das ist mein ruhiger Moment am Morgen. Kein Kaffee? Wirklich? Ich könnte ohne Kaffee gar nicht funktionieren. Ohne meinen Morgenkaffee bin ich absolut unausstehlich. Das sagt auch meine Familie. Aber grüner Tee ist natürlich auch sehr gesund, das weiß ich. Adele, isst du auch Frühstück am Morgen? Ich esse meistens Brot mit Butter und Marmelade, manchmal auch ein gekochtes Ei dazu. Ja, ich frühstücke jeden Morgen. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Ich esse gerne Joghurt mit frischen Früchten und dazu ein Stück Vollkornbrot. Das gibt mir viel Energie für den ganzen Morgen. Ohne Frühstück bin ich schon nach einer Stunde wieder hungrig. Liebe Zuhörer, was esst ihr zum Frühstück? Erzählt uns davon in den Kommentaren. Joghurt mit Früchten klingt wirklich lecker und sehr gesund. Ich sollte das auch mal ausprobieren. Aber ich muss ehrlich sagen, manchmal habe ich morgens einfach gar keine Zeit für ein richtiges Frühstück. Dann nehme ich nur ein Glas Orangensaft und einen Joghurt zum Mitnehmen. Das ist nicht ideal, aber manchmal geht es nicht anders. Das kenne ich sehr gut. An stressigen Tagen ist es wirklich schwer, in Ruhe zu frühstücken. Deshalb stehe ich immer früh genug auf. Ich brauche meinen ruhigen Morgen. Das ist mir sehr wichtig. Ich höre beim Frühstück auch gerne Musik oder einen Podcast. Das macht gute Laune und man lernt gleichzeitig etwas. Musik am Morgen, das ist wirklich eine tolle Idee. Ich höre morgens meistens Nachrichten im Radio. So weiß ich gleich, was in der Welt passiert ist, bevor ich das Haus verlasse. Nach dem Frühstück räume ich kurz die Küche auf, das dauert nur 5 Minuten, und dann ziehe ich mich fertig an und mache mich bereit für den Tag. Ich ziehe mich meistens vor dem Frühstück an, weil ich dann das Gefühl habe, wirklich bereit für den Tag zu sein. Wenn ich im Schlafanzug frühstücke, fühle ich mich irgendwie noch nicht wach. Danach schaue ich noch einmal kurz in meine Tasche. Habe ich alles dabei? Schlüssel, Portemonnaie, Handy. Das ist mein kleiner Check vor dem Rausgehen. Der Schlüsselcheck. Den mache ich auch immer. Und trotzdem vergesse ich manchmal etwas. Einmal bin ich ohne mein Portemonnaie aus dem Haus gegangen. Das war so unangenehm. Ich stand an der Kasse im Supermarkt und hatte kein Geld. Das war mir sehr peinlich. Liebe Zuhörer, vergisst ihr auch manchmal etwas am Morgen? Haha, das ist mir auch schon passiert, Peter. Einmal habe ich mein Handy vergessen
Und ich habe es erst gemerkt, als ich schon in der U-Bahn war. Ich musste aussteigen und zurücklaufen. Das hat mich fast 20 Minuten gekostet und ich war dann zu spät. Das war so ärgerlich. Seitdem mache ich meinen Check immer zweimal. Zweimal checken. Gute Strategie. Peter, wie kommst du eigentlich zur Arbeit? Ich fahre mit dem Auto. Die Fahrt dauert ungefähr 20 Minuten, wenn kein Stau ist. Aber leider gibt es morgens sehr oft Stau in der Stadt und dann kann es auch 40 Minuten oder länger dauern. Im Auto höre ich meistens Musik oder interessante Podcasts. Ich fahre mit der U-Bahn zur Arbeit. Das dauert 30 Minuten bis zu meinem Büro. In der U-Bahn lese ich oft, entweder ein Buch oder Artikel auf meinem Handy. Das ist meine persönliche Zeit, bevor der Arbeitstag richtig beginnt. Ich genieße diese 30 Minuten sehr. Das ist wirklich eine wunderbare Einstellung, Adele. Die Pendelzeit als persönliche Zeit nutzen, das ist klug. Ich versuche das im Auto auch, aber natürlich kann ich beim Fahren nicht lesen. Liebe Zuhörer, wie kommt ihr zur Arbeit oder zur Schule? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare. Auf Deutsch natürlich. Wir lesen alles. Genau, wir freuen uns immer sehr über eure Kommentare. Jetzt möchte ich euch etwas fragen, Peter. Bist du eher ein Morgenmensch oder ein Nachtmensch? Ich muss zugeben, ich bin definitiv ein Morgenmensch. Morgens bin ich am produktivsten und am energiereichsten. Abends werde ich dann meistens sehr schnell müde. Oh, das ist eine interessante Frage. Ehrlich gesagt, ich war früher ein totaler Nachtmensch. Ich bin spät ins Bett gegangen, manchmal erst um Mitternacht oder später, und morgens war ich immer erschöpft und schlecht gelaunt. Aber seit ein paar Jahren versuche ich früher aufzustehen und früher ins Bett zu gehen. Es wird wirklich besser, aber ich bin noch kein richtiger Morgenmensch. Das ist toll, dass du aktiv daran arbeitest, Peter. Früh aufstehen hat wirklich so viele Vorteile. Morgens ist es ruhig, es gibt keine Ablenkung und man kann konzentriert arbeiten oder Sport machen. Ich gehe zweimal pro Woche morgens joggen. Das ist einfach herrlich. Die Stadt ist noch still, die Luft ist frisch. Ich liebe es. Morgens joggen? Wow, das ist wirklich beeindruckend. Ich bewundere das wirklich sehr. Ich treibe auch Sport, aber immer abends nach der Arbeit. Morgens fehlt mir dafür einfach die Energie und die Motivation. Vielleicht sollte ich es einmal versuchen. Adele, hast du einen Tipp für Menschen, die früher aufstehen möchten? Ja, ich habe sogar mehrere Tipps. Mein wichtigster Tipp ist, stell den Wecker jeden Tag zur gleichen Zeit, auch am Wochenende. Am Anfang ist das wirklich schwer, aber nach etwa 2 Wochen gewöhnt sich der Körper daran. Und geh auch jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett. Der Rhythmus ist das Wichtigste. Das ist ein sehr praktischer und guter Tipp. Aber das Wochenende, das ist für mich die große Herausforderung. Am Samstag und Sonntag möchte ich eigentlich immer ausschlafen. Hast du noch andere Tipps, Adele? Natürlich. Ein weiterer Tipp ist, leg dein Handy abends weg und schau nicht mehr auf den Bildschirm, wenn es spät ist. Das blaue Licht vom Bildschirm hält uns wach. Ich höre nach 9 Uhr abends keine Videos mehr und lese stattdessen ein Buch. Das hilft wirklich, schneller einzuschlafen. Das stimmt. Das mit dem blauen Licht habe ich auch schon gehört. Ich benutze mein Handy leider noch kurz vor dem Schlafen. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Ich sollte das wirklich ändern. Liebe Zuhörer, habt ihr ähnliche Probleme mit dem Handy vor dem Schlafen? Schreibt es uns. Ihr seid bestimmt nicht allein damit. Wir alle kämpfen mit dem Handy vor dem Schlafen. Ich habe noch einen dritten Tipp. Bereite am Abend schon alles für den nächsten Morgen vor. Pack die Tasche, leg die Kleidung raus, mach das Frühstück schon halb fertig. Dann ist der Morgen viel entspannter. Das ist wirklich klug. Ich packe meine Tasche tatsächlich immer schon am Abend. Das spart morgens so viel Zeit und Stress. Wenn ich das vergesse, dann suche ich morgens hektisch nach allem. Das macht den ganzen Morgen stressig. Genau, Vorbereitung ist alles. Und jetzt noch eine Frage. Was ist für dich das Beste am Morgen, Peter? Was freust du dich am meisten, wenn du aufwachst? Gute Frage. Für mich ist es definitiv der Kaffee und die Stille am frühen Morgen. Bevor das Haus laut wird, bevor die Kinder aufwachen, diese ersten 20 ruhigen Minuten gehören mir. Ich sitze am Küchentisch, trinke meinen Kaffee und schaue aus dem Fenster. Das ist meine Lieblingszeit. Das klingt wunderschön, Peter. Für mich ist es das Gefühl, einen neuen Tag zu beginnen. Jeder Morgen ist ein Neuanfang. Man kann alles besser machen als gestern. Das motiviert mich sehr. Und natürlich mein Tee und mein Joghurt mit Früchten. Schön gesagt. Jeder Morgen als Neuanfang, das ist eine wirklich positive Einstellung. Ich versuche, das auch so zu sehen.
Manchmal ist es schwer, besonders wenn der Vortag stressig war. Aber du hast recht. Morgens kann man immer neu beginnen. Genau. Und damit kommen wir auch schon zu etwas, das ich jeden Morgen mache. Ich schreibe 3 Dinge auf, für die ich dankbar bin. Das nennt man auf Deutsch ein Dankbarkeitstagebuch. Das dauert nur 2 Minuten, aber es macht meinen ganzen Tag positiver und fröhlicher. Es klingt vielleicht seltsam, aber es funktioniert wirklich. Ein Dankbarkeitstagebuch. Das habe ich schon einmal gehört, aber ich habe es noch nie selbst versucht. Was schreibst du zum Beispiel hinein? Was bist du morgens dankbar für? Manchmal schreibe ich ganz einfache Dinge. Zum Beispiel, ich bin dankbar für meinen warmen Tee, ich bin dankbar für guten Schlaf, ich bin dankbar für meine Gesundheit. Es müssen keine großen Dinge sein, die kleinen Dinge des Lebens sind oft die wichtigsten. Das finde ich wirklich wunderschön. Kleine Dinge wertschätzen, das ist eine Kunst. Ich werde das morgen früh wirklich ausprobieren. Liebe Zuhörer, macht ihr so etwas auch? Habt ihr besondere Morgenrituale, die euren Tag besser machen? Schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt auf eure Antworten. Und jetzt möchte ich noch eine kleine Übung für unsere Zuhörer machen. Versucht diesen Satz auf Deutsch zu sagen. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf und trinke zuerst einen Kaffee. Habt ihr das verstanden? Wiederholt den Satz. Super Übung. Noch ein Satz zum Üben. Meine Morgenroutine beginnt mit einer warmen Dusche. Sagt diese Sätze laut nach. Das hilft wirklich beim Deutschlernen. Laut sprechen ist viel besser als nur lesen oder hören. Genau. Und wenn ihr wollt, schreibt eure eigene Morgenroutine auf Deutsch in die Kommentare. Nur ein paar Sätze. Das ist schon eine tolle Übung. Zum Beispiel, um wie viel Uhr stehst du auf? Was isst du zum Frühstück? Wie kommst du zur Arbeit? Wir freuen uns sehr auf eure Antworten. Heute haben wir wirklich viele nützliche Wörter für den Morgen benutzt. Zum Beispiel der Wecker, das Frühstück, die Morgenroutine, die Gewohnheit, das Dankbarkeitstagebuch. Das sind alles wichtige Wörter für den deutschen Alltag. Und ein paar sehr nützliche Phrasen. Ich stehe um 6 Uhr auf. Ich dusche jeden Morgen. Ich brauche meinen Morgenkaffee. Ich packe meine Tasche am Abend. Diese Sätze könnt ihr direkt in eurem Alltag benutzen. Übt sie jeden Tag, dann merkt ihr schnell Fortschritte. Üben macht den Meister, das sagt man auf Deutsch. Oder Übung macht den Meister. Das bedeutet, dass man durch regelmäßiges Üben immer besser wird. Das gilt für Deutschlernen, genauso wie für alles andere im Leben. Das stimmt 100%ig. Und genau deshalb sind wir hier, um euch beim Deutschlernen zu helfen, auf eine natürliche und angenehme Art. Keine langweiligen Grammatikregeln, sondern echte Gespräche aus dem Leben. Genau das ist unser Ziel bei Wow Spoken German. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Folge. Liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, ihr habt viel Neues gelernt und hattet dabei auch Spaß. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Freunden, die auch Deutsch lernen. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst. Jede Woche gibt es neue Themen, neue Gespräche und neue Möglichkeiten, euer Deutsch zu verbessern. Hinterlasst uns auch einen Kommentar. Wir lesen wirklich jeden einzelnen Kommentar und freuen uns sehr darüber. Eure Fragen und Gedanken sind uns sehr wichtig. Also, bis zur nächsten Folge bei Wow Spoken German. Macht es gut. Tschüss und auf Wiederhören. Habt einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.